Lektion 1. Auswahl beim Frühstück. Hey Anna, wenn es ums Frühstück geht, welche Müsli-Marke bevorzugst du? Normalerweise entscheide ich mich für den mit Vollkornprodukten. Es ist gesünder und hält mich länger satt. Das ist eine gute Wahl. Vollkorngetreide steckt voller Nährstoffe. Genau. Außerdem liefern sie eine gute Menge an Ballaststoffen, was wichtig ist. Haben Sie eine Lieblingsmarke im Kopf? Ich mag die sehr, in die Nüsse und Trockenfrüchte gemischt sind. Es sorgt für einen schönen Crunch. Lecker. Ich liebe diese Kombination auch. Dadurch fühlt sich das Frühstück wie ein Leckerbissen an. Ja, und manchmal füge ich für zusätzlichen Geschmack frische Früchte hinzu. Das ist eine kluge Idee. Bevorzugst du bestimmte Früchte? Bananen und Beeren sind meine Favoriten. Sie sind beide köstlich und nahrhaft. Ich stimme zu. Beeren sind voller Antioxidantien, die gut für die Gesundheit sind. Definitiv. Was ist mit dir? Haben Sie eine Müsli-Marke, die Sie mögen? Ich mag eine, die eine Mischung aus Hafer und Honig enthält. Es ist süß, aber nicht überwältigend. Das klingt lecker. Isst du es mit Milch oder Joghurt? Normalerweise nehme ich Joghurt. Es verleiht Cremigkeit und zusätzliches Protein. Gute Wahl. Joghurt kann die Textur des Getreides wirklich verbessern. Ja, es ist wie ein Frühstücksparfait. Hast du schon einmal versucht, eins zu machen? Hab ich. Das Schichten von Joghurt, Müsli und Obst macht so viel Spaß und ist optisch ansprechend. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Ihren Tag mit einer ausgewogenen Ernährung zu beginnen. Unbedingt. Das Frühstück ist eine so wichtige Mahlzeit, um unseren Körper mit Energie zu versorgen. Ich stimme voll und ganz zu. Es gibt den Ton für den Rest des Tages an. Lektion 2. Finde deinen Weg. Entschuldigung, Anna, weißt du, wie man zum nächsten Bahnhof kommt? Sicher. Es ist nicht zu weit von hier. Möchtest du, dass ich dich dorthin begleite? Das wäre toll. Ich kenne mich in dieser Gegend überhaupt nicht aus. Kein Problem. Gehen Sie diese Straße einfach 2 Blocks lang geradeaus und biegen Sie dann links ab. Ich hab's. Wie lange glaubst du, wird es dauern, dorthin zu laufen? Es sollte nur etwa 10 Minuten in einem angenehmen Tempo dauern. Das ist perfekt. Ist der Bahnhof tagsüber voll? Ja, es kann voll werden, besonders während der Hauptverkehrszeit. Reisen Sie an einen bestimmten Ort? Ich muss einen Zug nehmen, um ein paar Freunde in der nächsten Stadt zu besuchen. Das klingt lustig. Wissen Sie, wann Ihr Zug abfährt? Ja, es geht um 15 Uhr, also möchte ich sicher gehen, dass ich genug Zeit habe. Gute Idee. Es ist immer am besten, früh anzukommen, um Stress in letzter Minute zu vermeiden. Genau. Ich würde den Zug ungern verpassen. Gibt es noch etwas, das ich über den Bahnhof wissen sollte? Achte nur auf die Zeichen. Sie sind normalerweise klar, aber es kann anfangs etwas überwältigend sein.
Ich schätze den Tipp. Gibt es am Bahnhof Orte, an denen man einen Snack zu sich nehmen kann? Ja, es gibt ein paar Cafés und Kioske. Sie können sich einen Kaffee oder einen schnellen Imbiss holen. Das ist hilfreich zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass ich vor meinem Zug vorbeikomme. Denken Sie daran, die Abfahrtstafeln für den Bahnsteig Ihres Zuges im Auge zu behalten. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Ich schätze deine Hilfe. Lektion 3. Die richtige Marke auswählen. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach einem neuen Smartphone, aber ich bin mir nicht sicher, welches ich mir holen soll. Damit kann ich helfen. Nach welchen Funktionen suchen Sie in einem Smartphone? Ich möchte eine gute Kamera und eine lange Akkulaufzeit. Ich liebe es zu fotografieren. Die sind wichtig. Haben Sie bestimmte Marken in Betracht gezogen? Nicht wirklich, aber ich habe gute Dinge über bestimmte Marken wie Apple und Samsung gehört. Beides sind beliebte Optionen. Apple ist bekannt für seine hochwertige Kamera, während Samsung eine hervorragende Akkulaufzeit hat. Das stimmt. Ich habe einige tolle Fotos gesehen, die mit iPhones aufgenommen wurden. Ja, Ihre Kameratechnik ist beeindruckend. Bevorzugst du iOS oder Android? Ich habe hauptsächlich Android verwendet, bin aber offen dafür, iOS auszuprobieren. Was denkst du? iOS ist benutzerfreundlich und sehr flüssig, aber Android bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten. Klingt so, als hätten beide ihre Vorteile. Was ist mit den Preisen? Im Allgemeinen ist Apple tendenziell teurer, während Samsung eine Reihe von Optionen anbietet. Das ist gut zu wissen. Ich möchte mein Budget einhalten und trotzdem eine gute Qualität erhalten. Oft gibt es Sonderangebote oder ältere Modelle, mit denen Sie etwas Geld sparen können. Das ist eine tolle Idee. Ich werde nach Angeboten für die Modelle des letzten Jahres suchen. Definitiv. Vielleicht finden Sie etwas, das perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt. Ich schätze deine Hilfe. Anna, ich fühle mich jetzt selbstbewusster in Bezug auf meine Entscheidung. Lektion 4. Leckere Entdeckungen. Hey Anna, hast du das neue Restaurant in der Innenstadt probiert? Ja, ich war letztes Wochenende dort und die Gerichte waren so lecker. Das freut mich zu hören. Was hast du bestellt? Ich hatte ihre charakteristische Pasta und ein köstliches Dessert. Die Aromen waren unglaublich. Das klingt unglaublich. Was hat die Pasta so besonders gemacht? Es hatte eine einzigartige Mischung aus Kräutern und Gewürzen, die das Gericht wirklich aufwerten. Wow, ich liebe es, wenn Essen dich so überrascht. Hatten Sie irgendwelche vegetarischen Optionen? Ja, sie hatten eine fantastische Gemüsepfanne, die Ihnen bestimmt gefallen würde. Großartig. Ich bin immer auf der Suche nach guten vegetarischen Gerichten. Du solltest es dir auf jeden Fall ansehen. Das Ambiente war auch sehr einladend. Das ist ein Bonus. Warst du mit Freunden oder der Familie dort? Ich war mit ein paar Freunden dort.
Wir hatten eine wundervolle Zeit beim Teilen verschiedener Gerichte. Essen zu teilen macht das Erlebnis immer angenehmer. Genau. Wir haben sogar ein paar Vorspeisen probiert. Und sie waren alle köstlich. Ich liebe es, Vorspeisen zu probieren. Es ist wie ein kleines Essensabenteuer auf einem Teller. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu probieren. Ich stimme zu. Also, hast du vor, bald wiederzukommen? Definitiv. Ich möchte Ihre Speisekarte weiter erkunden. Es gibt so viel zu probieren. Lass es mich wissen, wenn du wieder gehst. Ich würde gerne mitmachen und die Gemüsetanne probieren. Unbedingt. Es wird Spaß machen, gemeinsam weitere leckere Gerichte zu entdecken. Ich kann unser nächstes kulinarisches Abenteuer kaum erwarten. Lektion 5. Datenschutz ist wichtig. Hey Anna, hast du von der neuesten Datenschutzverletzung gehört? Ja, habe ich. Es wird heutzutage zu einem großen Problem. Was denkst du darüber? Ich finde es alarmierend. Die persönlichen Daten der Menschen sind gefährdet. Unbedingt. Sie fragen sich, ob unsere Daten online sicher sind. Richtig? Ich war in letzter Zeit vorsichtiger mit dem, was ich in den sozialen Medien teile. Das ist ein kluger Schachzug. Die Einschränkung personenbezogener Daten kann zum Schutz ihrer Privatsphäre beitragen. Ich habe auch angefangen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für meine Konten zu verwenden. Tolle Idee. Es fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu. Haben Sie von VPNs gehört? Ja, ein VPN kann Ihnen helfen, Ihre Online-Aktivitäten privat zu halten. Hast du einen benutzt? Hab ich. Es hilft mir, mich sicherer zu fühlen, besonders wenn ich öffentliches WLAN verwende. Das ist ein gutes Argument. Öffentliche Netzwerke können ein Risiko für persönliche Daten darstellen. Genau. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was tun Sie noch, um Ihre Daten zu schützen? Ich aktualisiere meine Passwörter regelmäßig und vermeide es, dasselbe für verschiedene Konten zu verwenden. Das ist entscheidend. Die Verwendung eindeutiger Passwörter kann verhindern, dass Hacker auf mehrere Konten zugreifen. Ich habe auch angefangen, die Datenschutzrichtlinien zu lesen, bevor ich mich für neue Dienste anmelde. Das ist beeindruckend. Viele Menschen übersehen diese, aber es ist wichtig, sie zu verstehen. Ich stimme zu. Wenn wir wissen, wie Unternehmen unsere Daten verwenden, können wir fundierte Entscheidungen treffen. Außerdem ist es wichtig, über Sicherheitsupdates oder Sicherheitslücken auf dem Laufenden zu bleiben. Definitiv. Bewusstsein ist in diesem digitalen Zeitalter der Schlüssel. Ich freue mich, dass wir darüber diskutieren. Lektion 6. Neue Dinge ausprobieren. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit nachgelassen, also habe ich darüber nachgedacht, etwas anderes auszuprobieren. Das klingt interessant. Was schwebt dir vor? Ich dachte darüber nach, mir ein neues Hobby zuzulegen. Irgendwelche Vorschläge? Wie wär's mit Malen? Es ist eine großartige Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. Malen klingt lustig.
Ich habe es noch nie wirklich versucht. Was brauche ich, um loszulegen? Nur ein paar grundlegende Utensilien wie Farbe, Pinsel und Leinwand. Du könntest sogar mit Papier beginnen. Das klingt nicht zu teuer. Ich könnte es auch als Stressabbau verwenden. Unbedingt. Viele Menschen empfinden Kunst als entspannend und therapeutisch. Welche Art von Malerei interessiert dich? Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht Landschaften oder abstrakte Kunst. Beides ist eine gute Wahl. Landschaften können beruhigend wirken, während abstrakte Kunst mehr Freiheit bietet. Das macht Sinn. Mir gefällt die Idee, etwas Einzigartiges zu schaffen. Sie können sich auch einige Online-Tutorials ansehen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Gute Idee. Es wäre hilfreich, einige Techniken zu lernen, bevor Sie eintauchen. Definitiv. Anderen zuzuschauen kann deinen eigenen Stil inspirieren. Hast du über andere Hobbys nachgedacht? Ich habe auch darüber nachgedacht, es mit Kochen zu versuchen. Ich möchte lernen, wie man neue Gerichte zubereitet. Kochen ist eine fantastische Wahl. Es ist praktisch und macht Spaß, mit Aromen zu experimentieren. Genau. Außerdem liebe ich es zu essen, also wäre es toll, meine eigenen Mahlzeiten zuzubereiten. Sie könnten mit einfachen Rezepten beginnen und nach komplexere ausprobieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich könnte mit Nudelgerichten beginnen. Pasta ist eine perfekte Wahl. Es gibt so viele Variationen zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, mit Malen und Kochen anzufangen. Lektion 7. Raffinierte Gespräche. Hey Anna, ich liebe handgemachtes Kunsthandwerk. Ich habe gehört, dass es dieses Wochenende einen lokalen Markt gibt. Das klingt unglaublich. Ich liebe auch handgefertigte Artikel. Haben Sie vor, uns zu besuchen? Unbedingt. Ich werde es auf jeden Fall besuchen. Gibt es weitere Empfehlungen für Orte zum Auschecken? In der Nähe gibt es eine süße kleine Kunstgalerie. Sie zeigen Werke lokaler Künstler. Das klingt interessant. Ich würde gerne einzigartige Kunstwerke sehen. Welche Art von Kunst zeigen Sie? Sie haben eine Vielzahl, von Gemälden bis hin zu Skulpturen. Es ist eine großartige Möglichkeit, lokale Talente zu schätzen. Es macht mir Spaß, neue Künstler zu entdecken. Hast du eine Lieblingsart des Handwerks? Ich mag Töpfern sehr. Handgemachte Keramikstücke haben etwas Besonderes. Töpfern ist wunderschön. Ich bewundere die Geschicklichkeit, mit der es hergestellt wird. Hast du schon einmal versucht, Töpferei zu machen? Ich habe einmal einen Kurs besucht. Es war herausfordernd, aber so lohnend, etwas von Grund auf neu zu kreieren. Das klingt nach einer lustigen Erfahrung. Ich würde es gerne eines Tages ausprobieren. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Das füge ich definitiv zu meiner Liste hinzu. Was ist mit irgendwelchen Handwerksworkshops? Ja, nächsten Monat gibt es einen Workshop zum Kerzenmachen. Es könnte eine Menge Spaß machen. Kerzen machen klingt faszinierend.
Ich wollte schon immer lernen, meine eigenen Düfte herzustellen. Es ist eine großartige Fähigkeit. Außerdem eignen sich selbstgemachte Kerzen perfekt als Geschenk. Das stimmt. Ich könnte sie sogar für Freunde und Familie personalisieren. Genau. Es verleiht eine besondere Note. Gibt es noch andere Handwerke, an denen Sie interessiert sind? Ich bin auch neugierig auf Stricken. Ich habe einige wirklich schöne Strickwaren gesehen. Stricken ist wunderbar. Es ist befriedigend, etwas Warmes und Gemütliches zu kreieren. Ich denke, das werde ich auch untersuchen. So viele Handarbeiten zum Ausprobieren. Lektion 8. Olympische Verbindungen. Hey Anna, ist dir die Geschäftsbeziehung zwischen dem amerikanischen Fernsehunternehmen ABC und den Olympischen Spielen aufgefallen? Ja, habe ich. Es ist ein klares Beispiel dafür, wie Medien und Sport effektiv zusammenarbeiten können. Genau. Ihre Partnerschaft hat die Art und Weise, wie wir die Olympischen Spiele erleben, erheblich verändert. Ganz gewiss. ABC bringt die Spannung der Spiele in unsere Wohnzimmer und macht sie für jeden zugänglich. Und sie machen einen fantastischen Job darin, die Geschichten der Athleten zu präsentieren, was ihnen eine persönliche Note verleiht. Das stimmt. Es hilft den Zuschauern, über ihre Leistungen hinaus mit den Athleten in Kontakt zu treten. Es erhöht auch die Sichtbarkeit der Athleten und kann zu mehr Sponsoring-Möglichkeiten für sie führen. Unbedingt. Je mehr Aufmerksamkeit sie erhalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Empfehlungen erhalten. Außerdem kommt es den Sendern zugute, indem es ihre Zuschauerzahlen während der Olympischen Spiele erhöht. Ja, die Bewertungen während der Spiele sind normalerweise himmelhoch, was sich positiv auf die Werbeeinnahmen auswirkt. Es ist eine Win-Win-Situation. Was denkst du über die Auswirkungen der sozialen Medien auf diese Beziehung? Social Media hat alles erweitert. Fans können sich in Echtzeit engagieren und gleichzeitig die Ereignisse verfolgen. Richtig? Es schafft eine globale Gemeinschaft von Unterstützern, was den olympischen Geist verstärkt. Und es ermöglicht Sportlern, ihre Erfahrungen direkt mit ihren Fans zu teilen, was eine tiefere Verbindung fördert. Es ist faszinierend, wie Technologie die Art und Weise verändert hat, wie wir Sportveranstaltungen verfolgen. Definitiv. Ich frage mich, wie sich die Beziehung zwischen Netzwerken und Sport in Zukunft entwickeln wird. Ich kann mir noch mehr interaktive Erlebnisse für Zuschauer vorstellen, wie Virtual Reality Optionen. Das wäre unglaublich. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Gefühl, direkt im Stadion zu sein. Genau. Die Zukunft der Sportübertragungen scheint wirklich aufregend zu sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Innovationen als nächstes kommen. Ich auch. Es ist eine aufregende Zeit für Sportfans und die Branche gleichermaßen. Lektion 9. Projektzeitpläne. Hallo Anna. Ich glaube, der Zeitplan für den Projektabschluss ist zu ehrgeizig. Könnten wir das besprechen? Natürlich. Welche spezifischen Teile halten Sie für unrealistisch? Ich finde, dass die Recherchephase zu kurz ist.
Wir brauchen mehr Zeit, um qualitativ hochwertige Daten zu sammeln. Das macht Sinn. Eine Überstürzung dieser Phase könnte dazu führen, dass wichtige Details übersehen werden. Genau. Und wenn wir keine soliden Daten erhalten, könnte sich das auf das gesamte Projekt auswirken. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir diese Phase um ein paar Wochen verlängern? Das wäre hilfreich. Das würde uns mehr Raum geben, um unsere Ergebnisse gründlich zu analysieren. Tolle Idee. Was ist mit der Entwicklungsphase? Glaubst du, das ist auf dem richtigen Weg? Ich befürchte, dass der aktuelle Zeitplan keine unerwarteten Probleme zulässt. Richtig. Es ist üblich, dass Projekte auf Überraschungen stoßen. Eine Pufferzeit wäre ratsam. Ja, wenn wir dort etwas mehr Zeit hinzufügen, würde das den Stress für das Team reduzieren. Und es würde eine bessere Arbeitsqualität ermöglichen. Wir wollen unser Bestes geben, oder? Unbedingt. Wir sollten auch die Feedback-Phase in Betracht ziehen. Wann planen wir, Beiträge einzuholen? Ich denke, wir sollten das direkt nach der Entwicklung planen. Für Überarbeitungen benötigen wir jedoch möglicherweise mehr Zeit. Guter Punkt. Stellen wir sicher, dass wir genügend Zeit für Feedback und Anpassungen einplanen. Also, wie wäre es, wenn wir einen überarbeiteten Zeitplan entwerfen und ihn in der nächsten Sitzung vorstellen? Das klingt nach einem soliden Plan. Ich fange an den Anpassungen zu arbeiten. Perfekt. Die Zusammenarbeit im Team ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts. Ich stimme voll und ganz zu. Stellen wir sicher, dass die Kommunikation während des gesamten Prozesses offen bleibt. Lektion 10. Ernährungssicherheit. Hey Anna, es ist erstaunlich, dass Mangelernährung in vielen Gebieten nicht mehr vorherrscht. Unbedingt. Es ist eine große Erleichterung, dass sich die Leute keine Sorgen mehr machen müssen, dass sie hungern. Richtig? Es zeigt, wie weit wir in Bezug auf Ernährungssicherheit und Zugang zu Nahrung gekommen sind. Das tut es wirklich. Was hat Ihrer Meinung nach zu dieser positiven Veränderung beigetragen? Meiner Meinung nach eine Kombination aus besseren landwirtschaftlichen Praktiken und einem erhöhten Bewusstsein für Ernährung. Definitiv. Bildung spielt eine entscheidende Rolle dabei, Menschen dabei zu helfen, gesündere Lebensmittel zu wählen. Genau. Und dank der Technologie können Landwirte jetzt mehr Lebensmittel auf kleineren Grundstücken produzieren. Das ist beeindruckend. Innovationen wie Hydroponik und vertikale Landwirtschaft sind wegweisend. Das sind sie wirklich. Es ist faszinierend zu sehen, wie auch städtische Gebiete diese Methoden anwenden. Ja, urbane Landwirtschaft liefert nicht nur frische Produkte, sondern stärkt auch die Beziehungen zur Gemeinschaft. Und es reduziert den CO2-Fußabdruck, da Lebensmittel nicht weit reisen müssen. Das ist ein großartiger Punkt. Lokale Lebensmittelsysteme sind für Nachhaltigkeit unerlässlich. Apropos Nachhaltigkeit, was denkst du über pflanzliche Ernährung? Ich denke, sie werden immer beliebter und sie können dazu beitragen, unsere Ressourcen zu entlasten. Unbedingt.
Außerdem bieten sie eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und Texturen, die Mahlzeiten aufregend machen. Stimmt. Es ist erstaunlich, wie viele leckere Rezepte auf pflanzlicher Basis es mittlerweile gibt. Ich habe ein paar ausprobiert und war überrascht, wie befriedigend sie sein können. Das Gleiche hier. Es ist schön zu sehen, dass auch mehr Restaurants pflanzliche Speisen anbieten. Ja, es fühlt sich für alle wie eine positive Veränderung hin zu gesünderen Essgewohnheiten an. Ich hoffe, dieser Trend setzt sich fort, da er sowohl unserer Gesundheit als auch dem Planeten zugutekommt. Ich auch. Eine gesündere Bevölkerung und eine gesündere Umwelt sind Ziele, die es wert sind, verfolgt zu werden. Lektion 11. Qualitätszeit. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Pausen einzulegen und Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Unbedingt. Es hilft wirklich, unseren Geist wieder aufzuladen und unsere Beziehungen zu stärken. Ich stimme zu. Manchmal habe ich jedoch Schwierigkeiten damit, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen. Das ist eine häufige Herausforderung. Was machst du normalerweise, um dich zu entspannen? Ich versuche, Wochenenden für Familienaktivitäten vorzusehen, aber manchmal läuft die Arbeit über. Ich verstehe. Vielleicht könnten Sie eine klare Grenze zwischen Arbeit und Zuhause festlegen. Das ist eine gute Idee. Die Einrichtung eines eigenen Arbeitsbereichs könnte mir helfen, die beiden zu trennen. Definitiv. Und es ist wichtig, dass du deine Grenzen auch anderen mitteilst. Ja, das Setzen von Erwartungen kann einen großen Unterschied machen. Was ist mit dir? Wie kommst du zurecht? Ich plane regelmäßige Familienausflüge. Es gibt uns etwas, auf das wir uns freuen können, und hält uns in Verbindung. Das klingt herrlich. Welche Arten von Aktivitäten machst du gerne zusammen? Wir lieben es zu wandern, Brettspiele zu spielen und manchmal einfach nur Filmabende zu Hause zu haben. Die klingen alle lustig. Ich denke, einfache Aktivitäten können am sinnvollsten sein. Unbedingt. Es ist die Qualität der verbrachten Zeit, die zählt, nicht die Extravaganz. So wahr. Haben Sie darüber nachgedacht, neue Aktivitäten auszuprobieren, um die Dinge durcheinander zu bringen? Ja, wir planen, dieses Wochenende gemeinsam ein neues Rezept zu kochen. Das ist aufregend. Kochen kann eine großartige Möglichkeit sein, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam köstliches Essen zu genießen. Genau. Außerdem ist es eine Chance, als Familie etwas Neues zu lernen. Ich liebe diese Idee. Ich sollte auch einen Kochabend für die ganze Familie vorschlagen. Das solltest du auf jeden Fall. Es wird bleibende Erinnerungen und vielleicht einige lustige Geschichten schaffen, die sie später teilen können. Ich kann mir das Lachen und die Teamarbeit in der Küche schon vorstellen. Lektion 12. Termine einhalten. Hallo Anna, sind wir auf dem richtigen Weg, die Projektfrist einzuhalten? Ich fürchte, wir könnten es um einen Tag verpassen. Es sind noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Das ist besorgniserregend. Welche Aufgaben verursachen die Verzögerungen? Hauptsächlich die letzten Überprüfungs- und Testphasen. Sie dauern länger, als wir erwartet hatten. Ich verstehe. Haben wir darüber nachgedacht, Ressourcen umzuschichten, um die Dinge zu beschleunigen?
Ja, ich habe vorgeschlagen, ein zusätzliches Teammitglied zum Testen mitzunehmen, aber wir benötigen eine Genehmigung. Das ist eine gute Idee. Wenn wir grünes Licht bekommen, hilft uns das vielleicht aufzuholen. Genau. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Was ist mit der Dokumentation? Ist sie bereit? Noch nicht, aber ich kann anfangen, daran zu arbeiten, während die Tests laufen. Das wäre hilfreich. Wir müssen sicherstellen, dass alles korrekt dokumentiert ist, um spätere Verwirrung zu vermeiden. Unbedingt. Eine klare Dokumentation macht die Übergabe reibungsloser. Denken Sie, dass wir mit den Interessengruppen über die mögliche Verzögerung kommunizieren sollten? Ja, Transparenz ist wichtig. Es ist besser, Sie früher als später zu informieren. Einverstanden. Wie sollten wir das deiner Meinung nach formulieren? Wir können die Situation erklären, unser Engagement für Qualität hervorheben und einen neuen Zeitplan erstellen. Das klingt vernünftig. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, dass wir unser Bestes geben. Genau. Lassen Sie uns ein kurzes Update für Sie vorbereiten. Ich werde nach diesem Gespräch etwas verfassen. Perfekt. Sobald wir Ihr Feedback haben, können wir unsere Pläne entsprechend anpassen. Guter Plan. Teamwork wird uns helfen, diese Herausforderung effektiv zu bewältigen. Ja, ich bin optimistisch, dass wir es mit etwas mehr Aufwand schaffen können. Ich auch. Bleiben wir konzentriert und gehen wir diese letzten Aufgaben gemeinsam an. Lektion 13. Szenische Abenteuer. Hallo Anna, hast du über unseren nächsten Ausflug zu malerischen Orten nachgedacht? Ja, solange es der Natur nahe ist, bin ich glücklich. Ich liebe wunderschöne Landschaften. Das gleiche hier. Berge, Seen oder sogar Strände wären fantastisch. Unbedingt. Ich genieße die Ruhe der Natur. Es hilft mir wirklich, mich zu entspannen. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich habe über den Nationalpark nachgedacht, über den wir das letzte Mal gesprochen haben. Oh, das klingt fantastisch. Die Wanderwege dort sind atemberaubend. Ja, und die Aussicht von oben soll unglaublich sein. Lass uns loslegen. Wie wäre es, wenn wir uns selbst mit der Buchung überraschen? Das ist eine lustige Idee. Das wird unserer Reise ein gewisses Maß an Abenteuer verleihen. Genau. Wir können ganz ohne Erwartungen erkunden und einfach die Reise genießen. Ich liebe das. Außerdem wird es aufregend sein, unterwegs neue Orte zu entdecken. Richtig. Manchmal entstehen die besten Erfahrungen aus spontanen Entscheidungen. Ganz gewiss. Gibt es noch andere Aktivitäten, die Sie neben dem Wandern mit einbeziehen möchten? Vielleicht ein bisschen Sternenbeobachtung in der Nacht? Ich habe gehört, dass der Himmel dort atemberaubend ist. Das klingt perfekt. Ich genieße es, die Sterne zu beobachten und einfach im Moment zu sein. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere, like und teile unsere Videos und Kanäle.